herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge im Format zu Gast, zu einer neuen Immobilientour. Und ich hoffe, wir können euch heute ein paar Inspirationen weiterleiten oder ein bisschen inspirieren für die Leute, die den friesischen, den nordischen Einrichtungsstil und auch die Architektur lieben und genießen. Denn wir stehen heute nördlich von Deutschland auf der beliebten Insel Sylt. Wir zeigen euch heute eins von 4 Häusern von den Sandhog Luxury Holiday Homes. Für die Leute auf dem Kanal, die haben ja schon bereits die 2 Häuser in Leogang gesehen, die 2 wunderschönen Chalets. Und das hier hinter mir ist das Landhaus Leuchtturm Seele. Ist das kleinere von den beiden hier auf Sylt, ist wie gesagt im Westen situiert, hat 125 Quadratmeter Wohnfläche, 2 Doppelschlafzimmer, 2 Bäder, ein Tages-WC und hier im Erdgeschoss einen großzügigen Wohn-Essbereich. Und ich bin mir sicher, es wird euch gefallen. Der große Unterschied von diesem Gebäude ist, dass es auch mit Klinkerstein bei der Fassade veredelt worden ist, aber es ist weiß gestrichen. Und als Kontrast dazu haben wir die grau anthrazit gefärbten Fenster, sind allesamt Vollholz, innen sind sie weiß, außen sind sie grau und darunter in der Natur-Klinkerstein-Optik das Fensterbänkchen, die Fensterbank. Und wie ihr gut sehen könnt, auch das Dach, das klassische, bekannte Reetdach, wie man es sich im Norden auf Sylt auch vorstellt. Wir stehen jetzt hier auf der Sonnenterrasse, die nur vom Wohn-Essbereich zugänglich ist. Also den Weg, den ich hier gegangen bin, das ist nicht der offizielle, einfach nur, damit wir hier kurze Wege haben für das Video, dass ihr einen schönen Überblick habt. Hier beginnt schon mal der Essbereich mit der Außengarnitur von Gapa. Wenn Gapa nichts sagt, das ist wirklich sehr, sehr hochwertig mit schmiedeeisernen Garnituren, sowohl der Tisch als auch die Sessel mit Vollholz veredelt. Und rechts neben euch ist der erste Strandkorb, wie man ihn vom Norden kennt, in dem Fall von Gapa, mit dem Eichenholz wirklich edel gearbeitet. Wir schmeißen euch ein paar Aufnahmen hier rein. Der wirklich klassische, traditionelle Strandkorb, wie man ihn wirklich aus Friesland, friesisch kennt, die sind alle hier drüben. Wenn man den Weg hier entlang geht, wie gesagt, durch die Wiese ist jetzt nicht meine Empfehlung. Der Weg führt hier nämlich zur Eingangstür und der verbindet einen zur Einfahrt. Aber speziell dieser Bereich ist geprägt von den beiden Strandkörben hier hinter mir in blau-weiß, wie man es kennt, und sind die klassischen traditionellen. Wieder hier zum Ausfahren und dann hat man genau das gleiche Ambiente, wie man es auch da drüben haben würde. Nur hier hat man die Sauna daneben. Das ist nämlich ein Cloves Sauna Cube für draußen. Man hat hier nochmal einen Vorraum. Wenn man hier diese Tür öffnet, hat man auf der linken Seite eine Dusche für vor dem Saunieren oder auch nach dem Saunieren. Und danach kann man sich dann hier in seinen Strandkorb chillen und wirklich gemütlich Luft schnappen. Diese Verbindung des Weges führt dann noch zur Einfahrt. Das weiße Einfahrtstor ermöglicht dann hier noch die Einfahrt von einem Pkw und von hier kommt man dann den Weg entlang zum Haupteingang. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Ich zeige euch erstmal das Haus Leuchtturm Seele von innen. Wie man es sich erwartet, ist alles sehr hell gestaltet. Wir haben hier am Boden einen französischen Natursteinboden, nämlich Limestone. An den Wänden haben wir alles mit Tischlerarbeiten verarbeitet, im gesamten Haus mit diesem weißen, weiß gewaschenen Kalkton. Und der zieht sich überall durch, mit den leichten Stuckaturen, die sich überall durchziehen. Und als Kontrast dazu steht ihr nämlich gerade genau bei dem Durchgang, bei diesem Verbindungselement rein in die Küche. Das ist nämlich so richtig Industrial Style, aus Schmiedeeisen maßangefertigt worden und ermöglicht es natürlich hier diesen Bereich nochmal um einiges mehr zu beleuchten und zu durchleuchten. Aber bevor wir jetzt hier weitergehen in den Wohn-Essbereich, daneben ist das größte Badezimmer vom Haus mit 2 Waschbecken mit einer großen Regendusche und das alles wirklich großzügig angelegt im gleichen Stil wie auch hier im Eingangsbereich. Und hier wechselt der Boden das erste Mal auf den Weichholzboden und er ist 200 Jahre alt, ist restauriert worden, um hier den Charme beizubehalten. Wir sehen hier ein Doppelwaschbecken, jeweils mit den Armaturen von Dornbracht, mit diesen schönen kreuzförmigen Drehknöpfen, also einfach nur sensationell. Haptisch sehr, sehr ansprechend und das zieht sich von hier bis hier rüber zur Dusche. Rechts von euch haben wir nämlich die große Dornbracht Regendusche. Alle Armaturen darunter mit Handbrause, alles was das Herz begehrt. Und man sieht auch hier wieder den Übergang vom Dielenboden auf den Limestone mit dem Gefälle zur Wand hin. Und den marokkanischen Fliesen dazu, in dem Fall in cremeweiß. Die
Dieses schmiedeeiserne Glaselement, das trennt den Eingangsbereich vom Wohnareal. Aber das erste, das man sowieso sieht, ist diese Kücheninsel. Direkt, wenn man bei den Eingang reinkommt. Die greift ein anderes Stilelement auf, nämlich das Altholz. Grundsätzlich steht sie auf einem schmiedeeisernen Gerüst und dazwischen ist es mit Altholz veredelt worden. Dieser Tresen sitzt auf der Arbeitsplatte und diese Arbeitsplatte greift dann auch wieder den Stein auf, der im Flur am Boden war. Das ist dieser Limestone, ungefähr 3 cm Stärke. Die Küche besteht aber nicht nur aus der Insel, sondern aus der Küchenzeile zu eurer Linken und aus der Küchenzeile hinter mir. Dem Küchenherz wird hier wirklich geboten, was es nur am Markt gibt. Unter anderem gar genau. Wir reden da vom Backrohr, wir reden vom Geschirrspüler, wir reden auch vom Kühlschrank. Hier die Erweiterung der Küche nochmal, eingepasst in die Vertäfelung der Wand, an der Stelle links neben dem schmiedeeisernen Element. Das Kochfeld ist hier ein Induktionskochfeld vom Bohrer mit dem Abzug in der Mitte, das hauseigene Bohrersystem. Und auf eurer Seite die angesprochene Kücheninsel vis-à-vis hier vom Essbereich hat nochmal 2 Kühlschränke eingebaut. Zwar von Liebherr, sind beide für die Kaltgetränke, für den Wein kalt und wärmer, also Rotwein und Weißwein. Und daneben nochmal eine Kühlvariation für alle anderen Getränke, die man so verstauen möchte. Spannend ist aber dann der Bereich hinter euch. Das ist nämlich die klassische friesische Essecke. Basis dafür ist hier dieser massive Eichenholztisch, der wird geziert von 5 Glaspendelleuchten, die hier von der Decke runterkommen. Wir haben hier 2 Stühle, sind beide von Fritz Hansen, jeweils mit einem echten Lammfell darauf. Und dahinter seht ihr auch schon diese schöne eingebaute Bank. Und dahinter das Muster, dieses blau-weiße, das ist keine Tapete, das sind Fliesen. Das sind Fliesen aus dem 17. Jahrhundert, kommen aus den Niederlanden, sind die sogenannten Delfter Fliesen. Die haben allesamt ein ganz spezielles Muster, Figuren drinnen kann man sogar sagen. Wir blenden da ein paar Details ein dazu. Und die sind allesamt Handarbeit und maßgefertigt. Das sind alle ein bisschen unterschiedlich. Sehr spannend und passt extrem gut zu den weißen Fensterumrandungen und zu den weißen Fenstern. Wenn man weiter in den Wohnbereich kommt, dann hört es nicht auf, die Qualität ist gleichbleibend. Unter anderem hier das Original, der sogenannte Eggchair von Fritz Hansen, wirklich das original erste Möbelstück in dieser Art, in dieser Form. Sehr, sehr cool. Und wenn man hier sitzt, hat man schon mal einen sensationellen Blick auf dieses gute Stück hier. Der ist komplett auseinandergenommen worden, restauriert, neu lackiert, wieder neu aufgebaut. Dieser halbrunde Kamin in diesem edlen Weiß, also der passt unglaublich schön hier rein mit den Messingelementen. Er trennt toll den Wohnbereich, vor allem auch hier den tatsächlichen Multimedia-Bereich. Denn wir haben hier die große Couch von Fritz Hansen. Hier haben wir nochmal eine kleinere, aber vor allem die große ist hier Richtung Multimedia-Wand ausgerichtet, Richtung Fernseher. Ihr seht auch hier das Soundsystem. Hier oben an der Decke überall verstaut, auch in der Küche hinten. Und das kleinere Couch-Element hier drüben steht passend beim Poe-Plattenspieler dabei. Ein paar Platten aufgelegt, ein Buch lesen und gegebenenfalls dann einfach hier durch diese Tür, denn hinter euch ist hier der Ausgang raus in den Garten. Von hier gelangt man zur Sonnenterrasse, wo wir am Anfang begonnen haben. Zum Frühstücken, zum Mittagessen, zum Abendessen. Und der direkte Weg, der führt dann hier rein zur Küche, hier wieder raus. Perfektes Leben draußen und drinnen. Dann darf ich euch schon begrüßen im großen Schlafzimmer, im Hauptschlafzimmer des Gebäudes mit der freistehenden Badewanne. Schön geformt, ist von Victoria und Albert, ziemlich niedrig, aber passt sich wirklich schön an den Körper an. Daneben die Armaturen von Dornbracht gehen vom Boden raus. Wir haben hier wie gesagt die Dielenboden-Elemente wie auch unten, der restaurierte. Dann haben wir das Doppelbett mit einem Samino-Schlafsystem. Bettwäsche ist sogar aus Österreich, eine Leinenbettwäsche. Und wie wir sehen können, es ist alles wieder vom Tischler maßgefertigt. Sogar die Dachschrägen hier, die Ausblicke bei den Fenstern, alles mit Stuck gearbeitet. Die Balken darüber und beleuchtet zwischen den Balken sehen wir hier 4 große Glaskugeln. Das sind nämlich die Tom Dixon Lampen. Sind genau die gleichen, wie sie auch im gegenüberliegenden Schlafzimmer untergebracht worden sind. Nur dadurch, dass das kleinere Schlafzimmer drüben ist, ist die freistehende Badewanne wirklich hier für das Hauptschlafzimmer reserviert worden. Wir haben noch ein paar Abstellmöglichkeiten hier ebenso eingebaut vom Tischler, wirklich sehr schön. Aber ich würde sagen, wir treffen uns wieder unten im Garten.
In den kommenden Wochen werden wieder zahlreiche neue Folgen hier auf YouTube hochgeladen werden für euch. Also wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns unbedingt einen Daumen nach oben da, würde uns extrem helfen. Und wenn ihr noch nicht Teil der Community seid, unbedingt abonnieren, Glocke klicken und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder um 10 Uhr. Bis dahin, macht es gut und Servus.